Right? Yeah, okay. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Abenteurer. Mein Name ist Marius und ich hatte letzte Woche die Ehre, das neue Machine Head Musikvideo zu drehen und möchte heute mal einen sehr, sehr nerdy Überblick darüber geben, was ich so alles gemacht habe. Es war eine super kurzfristige Anfrage. Am Montag kam der Anruf und am Freitag war der Dreh. Und weil ich zeittechnisch überhaupt keine Möglichkeit hatte, mir die Location vorher anzuschauen, war mein Hauptziel zu sagen, okay, es muss einfach nur geil aussehen. Die Band wollte ein reines Performance-Video. Ich habe also geschaut, dass kameratechnisch alles cool ist. Wir haben gedreht auf einer Mavo LF, die uns sehr großzügigerweise von MediaTek zur Verfügung gestellt wurde. Danke dafür. Und um diesen Large-Format-Sensor jetzt entsprechend bedienen zu können, brauchte ich einen gescheiten Satz Linsen. Und ich habe mir hier ein Set Zeiss Supreme Primes angemietet. Auch hier danke an Kamka, die mir hier ziemlich entgegengekommen sind. Sehr schöne Linsen und vor allem mit der Mavo zusammen ein perfekt ausbalanciertes Set. Eigentlich nur eine Info zu den Objektiven, und zwar habe ich das 35 mm hier gerne mal benutzt, auch für Nahaufnahmen, gerade sehr nah ans Gesicht rangegangen, damit so ein bisschen verzerrt, weil 35 mm auf Vollformat, das ist schon relativ weitwinklig, muss man echt sagen. Und das hat bei manchen Parts, gerade dem Fucked Up in the Head Part, wirklich für schöne und fast schon unangenehme Bilder gesorgt, die dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Wucht gegeben haben und auch textlich einfach gut gepasst haben. Die Band hat in dieser Halle ihre komplette Bühne aufgebaut gehabt, weil die sich eben auf ihre upcoming Europa-Tournee vorbereitet haben und wollten auch in diesem Setup das Video drehen. Damit es nicht ganz so langweilig und monoton wird, habe ich mir auf jeden Fall mindestens noch ein zweites Set gewünscht. Ich wusste nicht, wie viel Zeit wir an dem Drehtag haben. Im Endeffekt hat es nicht für mehr gereicht, kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ich habe im Vorfeld mit dem Niklas, dem Lichttechniker von den Jungs, telefoniert und wir haben besprochen, was ist möglich, was ist nicht möglich, was wünsche ich mir und was können die mir davon geben, weil ich eben nicht vorher zum Ort selber konnte. Im ersten Setup habe ich mich komplett auf die Technik von den Jungs verlassen, sprich das gesamte Lichtkonzept, die Lichttechnik war alles schon vor Ort und der Niklas hat eben ein Programm geschrieben zum Song, was dann perfekt abgelaufen ist und auch wirklich gut geklappt hat. Wir haben im Vorfeld nur geschaut, dass wir eben abchecken, was klappt für die Kamera, was klappt nicht so gut, wo sind vielleicht irgendwelche Farbstiche drin oder wo sind die Helligkeiten einfach zu krass auseinander. Mein Plan war, einen Mix zu machen aus Handheld-Shots, die den Bewegungen der Musiker sehr folgen, aber dabei auch sehr energetisch sind, und Gimbal-Shots, um so ein bisschen die Energie von dem Song zu übertragen, und habe auch wirklich einen sehr kurzen Shutter-Speed gewählt, damit das Ganze noch mehr Staccato, noch mehr Action in sich trägt. Und außerdem in einer hohen Framerate. Wir haben in 4K 75 mit einem Full-Sensor-Readout gedreht und teilweise mit dem Crop, um noch mehr Slow-Mo zu bekommen, in 4K 150 FPS. Tatsächlich habe ich den Gimbal dann noch aufgebaut und für 1-2 Takes probiert, aber vor Ort irgendwie, es hat sich nicht richtig angefühlt. Es war so zu langweilig. Selbst schnelle Bewegungen waren zu glatt für diesen Song. Und deswegen habe ich mich dann auch vor Ort schnell wieder dagegen entschieden, um lieber mehr Zeit in die Shots zu investieren, bei denen ich ein gutes Gefühl habe. Ich bin mir sicher, für den einen oder anderen ist das Video zu hektisch, zu viel bewegt. Mir persönlich gefiel das so aber auf jeden Fall besser und ich bin froh, in dem Moment meiner Intuition gefolgt zu sein. Wow. Jared's banging like a motherfucker over there. Oh shit, look at the flame headbang. That looks amazing. And I would just the whole need you thing for or the just kind of solo. stand it? You can just stand here and wait for your solo part where you walk over there. Are you going to need me up there as well? Nachdem wir das Bühnensetup abgedreht haben, haben wir direkt vor der Bühne mit Traversen einen riesigen schwarzen Molton runtergelassen, um vorne nochmal ein anderes Setting aufbauen zu können. Das ist eine ganz schöne Verantwortung. Ich habe am Montag den Anruf bekommen, ob ich irgendwie noch Vorhänge haben will und irgendwie Licht in den Traversen. Und ich habe so ein paar Sachen gesagt und die haben das dann einfach umgesetzt. Und jetzt ist vielleicht im schlimmsten Fall alles scheiße und unnötig und die haben mir einen riesen Akt gemacht, nur weil ich Ja gesagt habe und noch ein paar Wünsche hatte. Falls es scheiße ist, renne ich einfach und melde mich nie wieder. In diesem schwarzen Setup war das Licht so ein bisschen crazy. Wir hatten in den Traversen oben 3 Moving Heads, die mit verschiedenen Aufsätzen für dieses Top-Licht gesorgt haben. Und durch den Nebel ist das Licht dann eben so ein bisschen visualisiert worden. Abgesehen davon haben wir von vorne ein Keylight gesetzt, damit unser Protagonist immer wenigstens irgendwie hell ist, egal was passiert. Von hinten gab es im Tageslicht 2 Spitzen, eine von links, eine von rechts, die dann so im Prinzip wie so ein Rimlight gegeben haben.
Und außerdem hatten wir von den Seiten kommend insgesamt 4 warmweiß Stufenlinsen, die sozusagen nochmal einen leichten Farbkontrast mit reingebracht haben und außerdem mit dem Mischpult verbunden waren, sprich der Lichttechniker konnte auch hier diese Lampen mit ansteuern, damit es einfach ein bisschen mehr Bewegung vom Licht noch im Bild gibt. What are you going to do? Because I I'm want gonna to do follow like this. Perfect. All right. Yeah, do just like do a it a couple of headbang. times. I love it. Okay, perfect. Yeah, make it a couple of times at the same speed. Yeah. You Yeah. can adjust. Get me on the I'm fucked up in the head part. That's awesome. I fucking love this. Sick. Can we do one more take with the guitar here as well? Right. That'd be great. Mein Dank geht außerdem an Freddy, unseren aktuellen Praktikanten, an Tim und Amy, die mich nicht nur extrem gut unterstützt haben, sondern sich auch ihren Brückentag nehmen haben lassen, um hier zu helfen. Super kurzfristig, super lieb. Danke euch. Wer das finale Video noch nicht gesehen hat, kann das hier tun. Und wer von euch den Kanal hier noch nicht abonniert hat, sollte das ganz dringend hier machen und sich mal ein bisschen was von uns anschauen. Machine Head werden voraussichtlich auch noch ein eigenes Making-of veröffentlichen, was dann weniger technisch, sondern mehr so die Eindrücke vom Dreh sind. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Vielen Dank und bis dahin. Ciao.